Hey Leute, willkommen zu meinem Deep Dive in die Welt von Ethereum. Falls ihr schon mal von Bitcoin gehört habt, habt ihr sicherlich auch mitbekommen, dass Ethereum da oft in einem Atemzug genannt wird. Aber eigentlich könnte der Unterschied größer kaum sein. In diesem Video schauen wir uns an, was Ethereum überhaupt ist, wie es funktioniert, warum so viele Leute scharf darauf sind und ob es sich für euch überhaupt lohnen könnte. Also, schnappt euch was zu trinken, lehnt euch zurück, wir haben einiges zu besprechen. Beginnen wir erst einmal damit, was ist Ethereum überhaupt? Ethereum ist eine Blockchain-Plattform, auf der jeder Programme schreiben und ausführen kann, ohne dass ein zentraler Server oder eine Firma die Kontrolle hat. Die Kryptowährung, die ihr wahrscheinlich schon kennt, heißt Ether oder kurz ETH und ist das Zahlungsmittel, um diese Programme oder auch Smart Contracts auszuführen. Aber wie kam es dazu und warum ist es so besonders? Die Idee von Ethereum stammt von Vitalik Buterin und einigen anderen Mitbegründern, die 2013 darüber nachdachten, wie man die Blockchain-Technologie noch vielseitiger machen kann. Bitcoin war zwar eine geniale Erfindung, digitales, dezentrales Geld, aber es war in seiner Anwendung eher eingeschränkt. Man konnte darüber hinaus nur sehr begrenzt einige Funktionen einbauen. 2014 hat Vitalik ein White Paper veröffentlicht, in dem er erklärte, wie man eine Turing-komplette Blockchain aufbauen kann. Turing-komplett bedeutet, dass ihr im Prinzip jede Art von Programmen schreiben könnt, solange ihr genug Gas-Token in Form von Ether zahlt. Ein Jahr später wurde das Ganze per Crowdfunding finanziert. Eine Menge Leute haben also frühzeitig Ether gekauft und damit das Projekt finanziell unterstützt. Offiziell ging Ethereum 2015 an den Start. Seitdem hat sich das Projekt rasant entwickelt und gehört heute neben Bitcoin zu den bekanntesten und größten Kryptowährungen. Was macht Ethereum jetzt aber so besonders? Ethereum ist nicht nur dafür da, Werte zu verschicken, was man natürlich auch kann, sondern vor allem zum Programmieren von dezentralen Apps und Smart Contracts. Das sind programmierbare Verträge, die automatisch ausgeführt werden, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ein klassisches Beispiel hierfür: Wenn Person A bis morgen ein ETH beweist, dann bekommt sie automatisch das Recht auf ein digitales Kunstwerk. Das Coole daran: Ihr braucht keinen Vermittler. Alles läuft über den Code und wird von der Community validiert. Stellt euch das Ganze wie einen globalen Computer vor, der aber nicht in einem Rechenzentrum oder einzelnen Firmen steht, sondern von Tausenden von Knotenpunkten weltweit betrieben wird. Das Ganze nennt man dann auch Nodes. Dort laufen eure Smart Contracts und jeder kann überprüfen, ob alles korrekt läuft. Um Smart Contracts auszuführen, müsst ihr sogenannte Gasgebühren in Ether zahlen. Jede Aktion im Ethereum-Netzwerk hat also ihren Preis. Anders als bei Bitcoin gibt es bei Ether keine starre Obergrenze von zum Beispiel 21 Millionen Coins. Stattdessen werden Ether kontinuierlich neu geschaffen. Allerdings hat sich das mit dem Update London Hard Fork und späteren Upgrades verändert. Ein Teil der Gebühren wird nämlich jetzt verbrannt, was das Angebot zum Teil verringert. Ether ist gleichzeitig ein Investitionsprojekt, das heißt, viele halten Ether, um auf Kurssteigerungen zu spekulieren, und ein Utility-Token, den ihr braucht, um das Netzwerk zu nutzen. Kann man Ether jetzt aber mit Bitcoin vergleichen? Bitcoin ist hauptsächlich ein digitales Zahlungsmittel und ein Wertspeicher. Ethereum ist eher ein ganzes Ökosystem, auf dem man Produkte bauen kann. Ethereum ist deutlich flexibler als Bitcoin, weil die Programmiersprache Turing vollständig ist. Das heißt, ihr könnt fast alles programmieren, was ihr euch vorstellen könnt. Während Bitcoin sehr bedacht ist, sich kaum zu verändern, was seine Stärke in Stabilität und Sicherheit ist, setzt Ethereum immer wieder auf neue Upgrades, um das System und das Netzwerk zu erweitern und zu verbessern. Wer kontrolliert Ethereum jetzt aber? Es gibt eine Stiftung, die Ethereum Foundation, die sich um die Weiterentwicklung kümmert, aber sie hat keine absolute Macht. Letztlich entscheiden die Node-Betreiber und die Community über Upgrades. Kein einzelner Konzern oder Staat kann einfach Ethereum abschalten oder die Regeln ändern, ohne dass alle oder zumindest die große Mehrheit zustimmen. Klar gibt es in der Praxis auch mal Streit in der Community, aber am Ende einigen sich die Leute meistens auf einen Konsens. Wie genau funktioniert jetzt Ethereum insgesamt? Damit ihr den Überblick behaltet: Ethereum ist eine Blockchain, auf der Transaktionen und Smart Contracts abgewickelt werden. Wer Transaktionen ausführen will, zahlt eine Gebühr in Ether, die Gas genannt wird. Ethereum hat 2022 den Schritt vom energieintensiven Proof of Work zu Proof of Stake gemacht, was Stromkosten und den CO2-Abdruck drastisch senkt. Jetzt staken User ihre Ether, um das Netzwerk zu sichern. Wenn sie sich an die Regeln halten, verdienen sie Belohnungen. Wenn nicht, können sie ihren Einsatz verlieren. Warum sind jetzt aber so viele begeistert von Ethereum? Kurz gesagt,
Ihr könnt auf Ethereum alles Mögliche programmieren. Von dezentralen Finanz-Apps über Spiele bis hin zu virtuellen Welten wie das Metaverse. Das sorgt natürlich für einen riesigen Innovationsschub. Die Ethereum-Community ist riesig. Tausende Entwickler weltweit arbeiten an neuen Ideen, schreiben Code, testen und verbessern das Netzwerk. Es gibt Hackathons, Konferenzen und jeden Tag tauchen neue Projekte auf, die das Potenzial haben, ganze Branchen zu revolutionieren. Auf Ethereum könnt ihr zum Beispiel Kredite aufnehmen, ihr könnt Zinsen verdienen oder eure eigenen Token launchen. Alles ohne Bank. Das ist nicht nur spannend, sondern auch ziemlich verrückt, wenn man das traditionelle Bankensystem gewohnt ist. Kunst, Musik und Sammelobjekte, alles wird digital handelbar. Viele NFT-Projekte haben ihre Wurzeln auf Ethereum. Dieser Hype hat Ethereum zusätzlich in den Fokus gerückt. Woher kommt jetzt aber der Hype um Ethereum? Viele glauben, dass Ethereum irgendwann so wichtig sein wird wie das Internet selbst. Klar, das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man sich ansieht, was alles bereits auf Ethereum gebaut wird, ist es nicht so abwegig, dass diese Plattform weiter wächst und noch mehr Menschen anzieht. Grundsätzlich ist Ethereum nämlich auch nie fertig. Es gibt ständig neue Upgrades, die das Netzwerk verbessern sollen. Das heizt die Spekulation an, weil viele hoffen, dass Ethereum mit jedem Update schneller, günstiger und attraktiver wird, was sich dann auch auf den Ether-Kurs auswirken könnte. Aber nicht nur Tech-Nerds, sondern auch Banken und Regierungen oder große Konzerne schauen inzwischen, wie sie Ethereum nutzen können. Sei es beispielsweise für Lieferketten, Identitätslösungen oder digitale Währungen selbst. Je mehr Institutionen ausspringen, desto größer könnte der Hype werden. Schauen wir uns jetzt aber mal an, ob sich Ethereum für Trading und Investments eignet. Wie alle Kryptowährungen kann der ETH-Kurs ziemlich schwanken. Das kann für kurzfristiges Trading spannend sein, ist aber auch riskant. Wer schnell Panik bekommt, wenn der Kurs mal eben 20% in den Keller rauscht, sollte das lieber lassen. Viele Investoren sehen in Ethereum ein langfristiges Investment, weil sie an die Zukunft des Projekts glauben. Ob diese Annahme stimmt, muss natürlich die Zeit zeigen. Aber Fakt ist, dass Ethereum seit Jahren eine der erfolgreichsten Kryptos ist und ein riesiges Entwicklerökosystem um sich geschart hat. Auch hier gilt natürlich, setzt nicht alles auf eine Karte. Ethereum mag ein vielversprechendes Projekt sein, aber keiner weiß, wie die Kryptobranche in 5 Jahren aussieht. Also immer schön streuen und nur Geld einsetzen, auf das ihr im schlimmsten Fall auch verzichten könnt. Kommen wir zum nächsten Thema, den sogenannten Layer-2-Lösungen. Mit steigender Nutzung kann Ethereum an seine Grenzen kommen. Viele Transaktionen bedeuten hohe Gasgebühren. Die Antwort sind sogenannte Layer-2-Lösungen wie Arbitrum oder Polygon, die Transaktionen eben auslagern und so das Hauptnetz entlasten. Arbitrum beispielsweise nutzt sogenannte Optimistic Rollups, bei denen die Transaktionen eben optimistisch zusammengefasst und dann ins Mainnet geschrieben werden. So spart man jede Menge Gebühren. Das Ergebnis: mehr Nutzer können das Netzwerk gleichzeitig nutzen, ohne dass die Gebühren durch die Decke gehen. Und das macht Ethereum natürlich noch attraktiver. Schauen wir uns jetzt mal andere spannende Ethereum-Projekte an. Stellt euch einen Verein oder ein Unternehmen vor, das vollkommen dezentral gesteuert wird. Alles wird in Smart Contracts geregelt. Wahlen, Budgets, Abstimmungen, keine Chefs, keine Zentralgewalt, nur Code und die Community. Das ist nicht nur spannend, sondern öffnet ganz neue Wege, wie Menschen zusammenarbeiten können. Auch die Gaming-Welt nutzt Ethereum, um Ingame-Items wirklich zu besitzen. Wenn ihr ein Schwert in einem Blockchain-Game kauft, gehört es euch als NFT, unabhängig vom Spieleentwickler. Das hat das Potenzial, die Gaming-Branche komplett umzukrempeln. Kommen wir als nächstes aber mal zu Risiken bzw. zu ein wenig Kritik. Die Ethereum-Blockchain kann momentan nicht unbegrenzte Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Bei starker Auslastung können die Gas-Fees richtig teuer werden. Die Entwickler arbeiten daran, dieses Problem mit Sharding und anderen Upgrades zu lösen, aber das Ganze braucht natürlich Zeit. Außerdem, die Konkurrenz schläft nicht. Projekte wie Solana, Cardano oder Polkadot wollen Ethereum den Rang ablaufen und bringen teils schnellere und günstigere Lösungen auf den Markt. Ethereum hat zwar den First-Mover-Vorteil, muss sich aber ständig verbessern, um vorne zu bleiben. Als nächstes gilt Regulierung. Manche Regierungen und Behörden sehen Kryptowährungen kritisch. Je nachdem, wie streng die Regulierungen werden, könnten sie Ethereum in Zukunft einschränken oder den Zugang erschweren. Kommen wir jetzt aber mal zu ein paar Praxistipps für Anfänger. Erstens, ladet euch eine Wallet wie Metamask oder Rabby zum Beispiel runter und spielt mal mit dem Testnetzwerk, zum Beispiel Girly oder Robston. So könnt ihr gefahrlos üben, bevor ihr echtes Geld investiert. Zweitens, nutzt kleine Beträge.
Wenn ihr echte ETH kaufen wollt, tut das am Anfang nur mit Beträgen, bei denen ein Kurssturz euch nicht direkt Kopfschmerzen bereitet. Drittens, testet mal DeFi und NFTs. Probiert euch in DeFi-Protokollen wie UseDeFi aus oder kauft euch ein NFT. Kann ja auch was Günstiges sein, um zu verstehen, wie die Technologie funktioniert. Und viertens und mit am wichtigsten, bleibt auf dem Laufenden. Schaut in Kryptoforen, YouTube-Kanälen wie diesem hier oder auf Twitter, was sich in der Ethereum-Welt tut. Die Szene verändert sich ständig. Kommen wir jetzt aber mal zum Fazit bzw. zu ein paar Schlussgedanken von mir. Ethereum ist mehr als nur eine Kryptowährung. Es ist ein komplettes Ökosystem, in dem Ideen zum Leben erweckt werden können, die das Potenzial haben, unser Finanzsystem, unsere Kunstwelt und das gesamte Internet umzukrempeln. Mit Smart Contracts könnt ihr theoretisch alles Mögliche realisieren. Von dezentralen Börsen und Kreditplattformen bis hin zu digitalen Kunstgalerien oder autonomen Organisationen. Klar ist, Ethereum ist natürlich kein Allheilmittel. Es gibt noch Hürden wie hohe Gebühren und Konkurrenz durch andere Blockchains. Aber die Entwickler arbeiten ständig an Upgrades und Verbesserungen und die Community ist riesig und innovationsfreudig. Wer an das Projekt glaubt, sieht darin die Zukunft ein offenes, dezentralen und hochgradig programmierbare Welt. Ob ihr nun in Ethereum investiert, damit herumspielt oder einfach nur mitreden wollt, informiert euch, probiert Dinge aus, bleibt neugierig, macht euch selbst ein Bild. Die Reise hat gerade erst begonnen und was Ethereum in den nächsten Jahren noch alles hervorbringen wird, kann locker ganze Technikmuseen füllen. So Leute, das war unser etwas längerer Deep Dive in Ethereum. Danke, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Respekt, eure Kaffeetasse muss jetzt leer sein. Wenn ihr Fragen habt, haut sie gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wer es noch nicht getan hat, abonniert den Kanal für mehr Krypto, Blockchain und Tech-Inhalte. Ich bin jedenfalls riesig gespannt, wo Ethereum in den nächsten Monaten und Jahren noch hinsteuert. Bleibt auf jeden Fall mit am Ball. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig.